Mein Name ist Carsten und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Seit 2015 besichtige ich zusammen mit meinen Freunden verlassene Industrieanlagen, Katakomben, Bunker, Krankenhäuser, Villen, militärische Anlagen und vieles mehr. Am liebsten erkundige ich unterirdische Anlagen und verlassene Kraftwerke. Im Juli 2022 bin ich für euch nach Ungarn geflogen, um dort ein verlassenes Kraftwerk der Extraklasse zu besichtigen. Da dieses mittlerweile regelmäßig an Netflix für Filmproduktionen vermietet wird, wird dieses auch aktiv durch einen Sicherheitsdienst mit Hunden und Waffen bewacht. Das Video dazu findet ihr in der Ungarn-Playlist. Einen ähnlichen Kontrollraum soll es allerdings zusätzlich noch in Rumänien geben und einige Wochen später stand dann das nächste Abenteuer auf dem Plan. Und unsere Reise führte uns tatsächlich nach Rumänien. Tief im Inneren des Landes verbirgt sich eine kleine Bergbausiedlung, in der vermutlich das kleinste verlassene Kraftwerk der Welt dem Verfall ausgesetzt ist. Hört ihr das, Leute? Hier ist überall Strom drauf. Steht überall Hochspannung, Lebensgefahr hier auf Rumänisch. Ich bin mir nicht so sicher, hier lang zu gehen. Oha. Ja, und 5S hatten die damals schon, ne? Und hört mal genau hin. Da läuft einfach irgendwo Musik. Wow. Lauter Helme, Handschuhe, alles Mögliche wurde hier zurückgelassen. Oh mein Gott. Was? Dass wir hier unser Leben riskierten, wussten wir vor Abflug noch nicht. Aber nochmal zurück an den Anfang. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Abenteuer auf meinem Kanal. Ich befinde mich aktuell zum zweiten Mal am Flughafen Frankfurt-Hahn. Gestern ist unser Flug ausgefallen. Wir wollten nach Rumänien fliegen. Ersatzflug geht jetzt circa 12 Stunden später. Wirklich zum Kotzen. Wizz Airline kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Ja, nichtsdestotrotz, wir fliegen jetzt nach Rumänien und schauen uns dann zusammen ein verlassenes Kraftwerk an. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. So sieht der Flughafen hier aus. Also das ist wirklich der kleinste Flughafen Deutschlands. Und ich will echt nicht wissen, was die ganzen Passagiere gestern noch gemacht haben, weil da waren ja Familien mit Kindern und dann geht der Flug einfach mal 15 Stunden später. Das ist eine absolute Frechheit und von der Airline war wirklich keiner vor Ort. Ja, herzlich willkommen auf dem kleinsten Flughafen Deutschlands. Hier vorne links ist direkt die Sicherheitskontrolle und das war es quasi schon. Ach so. Natürlich auch sehr interessant. Vor 2 Wochen in Düsseldorf durfte ich überall filmen und hier jetzt auf einmal nicht. Okay. Kein Schild gesehen, dass ich hier nicht filmen darf. So, das Boarding hat jetzt angefangen. Ungefähr 15, 16, 17 Stunden unserer eigentlichen Flugzeit. Da hinten steht das Flugzeug. Und jetzt geht es ab nach Rumänien. Wir sind jetzt erfolgreich in Timișoara gelandet, befinden uns jetzt noch am Flughafen und jetzt versuchen wir uns unseren Mietwagen zu organisieren und dann geht es auch schon zur ersten Location, zum verlassenen Kraftwerk. Wir befinden uns nun an der ersten Location. Wir haben eine extrem lange Reise hinter uns. Das ist unser Mietwagen für die nächsten 2-3 Tage.
Und dort hinten im Hintergrund könnt ihr schon sehen, da verbirgt sich das verlassene Kraftwerk, Leute. Wir sind hier jetzt wohl in einer extremen Bergbauregion gelandet. Und ich bin jetzt mal echt gespannt, was das gibt, ob wir da reinkommen oder nicht. Wir müssen halt erstmal abchecken, wie die Begebenheiten in so einem fremden Land sind. Wir sind ja echt mitten im Osten hier. Das könnte jetzt echt eine krasse Nummer werden. Guckt euch das mal an, Leute. Wir haben da hinten sogar einen Kühlturm. Da oben auch so ein riesen Schornstein. Da stehen auch so ein paar Autos vor. Wir haben aber die Info bekommen, dass hier wohl irgendwo eine Kamera sein soll. Und ich glaube, ich sehe sie schon. Über dem Auto, neben dem Scheinwerfer. Scheinwerfer? Scheinwerfer? Ja. Sieht die uns jetzt schon? Sagen, wir gehen jetzt links. Hinter den Autos. Ja, wir gehen jetzt links hinter dem Auto. Boah, das sieht mega geil aus. Wir sind hier mitten im Tal. Hier steht eine Walze. Ah, okay, ich sehe die Kamera. Da oben hängt die Kamera. Die weiße. Wo gehen wir lang? Geh mal hier. Oder hier links durch den Busch. Ja, eigentlich hier. Okay. Jetzt hier runter. So, hier haben wir einen Zaun und da können wir drunter gehen, Leute. Guckt euch das mal an. Da sieht man jetzt nochmal deutlich die Kamera. Wow, das sieht richtig schön aus. Und hier steht sogar das Tor auf. Oh, man hört hier irgendwelche Geräusche. Ja. Wir haben tatsächlich Tag der offenen Tür, Leute. Wow! Oh mein Gott, ja. Hier ist noch Strom an. Guckt euch das mal an. Wir haben jetzt hier überall rechts richtig fette, schwere Generatoren. Die sind uralt. Aber dann fummel, da wird die nirgends rum. Ey, das ist deutsch. Aus und? Schaltkasten. Schaltkasten. Das ist hier in Deutsch. AEG, das ist deutsch. Trafo. Alter, ist das krass. Wow. Das sieht richtig geil aus. Ja, der Strom ist ziemlich laut. Hier ist so ein kleines Lager. Oh mein Gott, die ganzen Kabel da oben. Das hört sich echt nicht gut an mit den Endangst vor dem scheiß Strom. Komm, wir gehen hinten lang. Hört ihr das, Leute? Hier ist überall Strom drauf. Hier ist ein Treppenhaus. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal hoch hier. Und hier soll es einen richtig heftigen Kontrollraum geben, Leute. Denken wir sind richtig? Wow. Riesenhalle. Überall Schaltschränke. Steht überall Hochspannung, Lebensgefahr hier. Auf Rumänisch. Ich bin mir nicht so sicher, hier lang zu gehen. Oha. Ach, da ist... Das ist der Kontrollraum. Okay, dann müssen wir da hin. Das ist der Kontrollraum von außen. Guck mal, hier darfst du nichts anfassen, gell? Ja. Berühr einfach nichts. Oh mein Gott. Es kommt auf jeden Fall von hier. Scheiße. Guck mal, wie nice das Foto ist. Wie kommen wir da jetzt rein? Also, das macht einen schon echt ein bisschen ängstlich mit dem ganzen Strom. Pass auf. Sollen wir außen rumgehen? Ja, ich hab hier. Oh mein Gott. Ist das nice. Was? Guckt euch das an. Das ist jetzt quasi die Innenseite und auf der Rückseite sind die ganzen Generatoren etc. Wow. Die Decke komplett aus Glas. Das ist unglaublich. Das ist der Kontrollraum, den wir hier gesucht haben.
weswegen wir hier sind. Wow. Mega. Echt gruselig an. Hörst du das? Ist hier ein Alarm an? Doch. Hörst du das nicht, was so klingt? Boah, das ist unfassbar. Die Decke ist so unglaublich schön. Generator 3, Generator 2. So, hier vom Kontrollraum geht jetzt direkt eine Türe auf. Oh mein Gott. Guckt euch das mal an. Alter Schwede. Wow. Das ist direkt die Werkshalle, wo damals drin gearbeitet wurde. Und hört mal genau hin. Da läuft einfach irgendwo Musik. Guckt euch das mal an, Leute. Wahnsinn. Wow. Mir fällt jetzt nicht der genaue Begriff für dieses Teil hier ein. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Das ist ja unfassbar. Und hier geht's dann in diesen Hauptraum. In den Hauptkontrollraum. Das ist ja mal geil. Oben eine riesen fette Uhr für die Mitarbeiter. Und das Ganze ist auch noch unterirdisch hier. Arbeitsanweisungen auf Rumänisch. Krass. Ja, und 5S hatten die damals schon, ne? Hier hatte jedes Werkzeug seinen Platz. Und hier hängt sogar noch eins. Das ist ja unfassbar. Wir konnten leider noch nicht herausfinden, seit wann das Kraftwerk hier geschlossen ist. Aber das sieht so geil aus, Leute. Hier ist kein Graffiti, nichts. Und hier ist wirklich die Zeit stehen geblieben. Unglaublich. Und mal ganz nebenbei, wir haben hier übrigens gerade 38 Grad. Gönnt euch mal den Blick hier. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Hier steht nämlich das nächste Teil, die Nummer 22. Hinten hatten wir die Nummer 11. Und da oben haben wir dann im Hintergrund noch so einen Schwerlastkran. Riesending, Leute. Aber mich interessiert es extrem, wo die Musik herkommt. So, und hier sehen wir einmal, erstens, alle Glasscheiben sind hier noch ganz. Hier hat keiner irgendwas kaputt gemacht. Und hier haben wir dann den kleinen Kühlturm von dem kleinen Kraftwerk. Und das ist wirklich unfassbar. Wir sind hier in einer richtig kleinen Bergwerksstadt oder eine Stadt, die für den Bergbau bekannt ist. Ein richtig kleines Dörfchen. Und die haben hier wirklich ein richtig süßes, kleines, geiles Kraftwerk. Das ist total geil. Kein Vandalismus, nix. Also so einen Platz muss man wirklich in Ehren halten. Jetzt nehmen wir die Türe unter dem Kontrollraum. Nein, da wow. Definitiv. Pass auf, ganz viele alte, guck mal, das sind alles Zeitungen. Unterlagen, Akten. Ja, und hier sehen wir dann die ganzen Stromkabel, die alle oben mit dem Kontrollraum verbunden sind. Ja, hier gehen wir dann auch mal wieder raus. Da müssen wir jetzt mal schauen, was wir hier noch alles Spannendes entdecken in dieser geilen Anlage. So, dann gehen wir jetzt mal hier geradeaus. Ja, kommt der Strom her. Okay, wir sind jetzt im nächsten Treppenhaus. Erschreckt mich doch nicht so. Hier ist der Verwaltungsbereich. Guck mal, hier liegen noch lauter Helme, Handschuhe. Alles Mögliche wurde hier zurückgelassen. Und die ganzen Schilder. Das ist ein Lager komplett mit Arbeitsschutzschildern. Arbeitssicherheit. Oha. Komplett neue Hemden. Eingepackt.
So, dann gehen wir jetzt mal hier runter in dem Treppenhaus, was wir gefunden haben. Oh, hier läuft Wasser. Ach geil, das ist die Werkstatt. Und hier wurde auch alles zurückgelassen. Guckt euch mal diese uralte Waage da hinten an. Arbeitsschutzmaßnahmen von Hand geschrieben noch. Genau wie da. Das ist von Hand gemalt. Das muss schon uralt sein alles hier. Boah, ist das schön. Minikran. Guckt euch die alten Maschinen mal an. Hier liegt ein Horn. What the fuck? Das ist mega interessant hier auf jeden Fall. Sieht mir aus, als wäre hier irgendwie so eine kleine Schweißerecke oder so. Hier sind auch wieder Erste-Hilfe-Maßnahmen. Uralt. Da ein richtig alter Computer noch. Oh, alte Holzkisten, Regale, Spinde. Und das hier ist bestimmt so ein Pausenraum. Ja, hier wurde dann mal Pause gemacht. Oh, wir haben ein Datum, Freunde. Kalender 2009. Das heißt, die Location ist seit 13 Jahren ungefähr verlassen. Das ist auf jeden Fall mal jetzt schon mal ein Anhaltspunkt. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal Richtung Ausgang. Wir sind wieder am Ausgang. Ein richtig kleines, süßes Kraftwerk. Wir machen uns jetzt hier ganz flott unbemerkt aus dem Staub. Dabei bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Das war das erste Lost Place Abenteuer unserer Rumänien-Reise. Da folgen auf jeden Fall noch weitere Videos. Seid gespannt, lasst ein Like da und einen Kommentar für den Algorithmus. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, gerne abonnieren. Macht's gut, bis dahin und ciao.